Hervorragende Kurvengeschwindigkeiten und viel Grip waren schon immer das Aushängeschild der Buttlucks S-Reihe. Mit dem neuen Buttlucks S23 soll alles noch ein klein wenig besser geworden sein. Welche Neuerungen der Bridgestone Buttlucks S23 bietet und wie er sich im realen Praxiseinsatz schlägt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo bei Bikereifen24. Heute haben wir den Bridgestone Buttlucks S23 für euch auf der Honda CBR 600 RR im Test. Der neue S23 kam relativ überraschend auf den Markt und soll noch ein wenig besser sein wie der Vorgänger der Buttlucks S22. So verspricht Bridgestone eine 4% schnellere Rundenzeit, einen 3% kürzeren Nassbremsweg und 8% mehr Laufleistung. Auch wenn das alles mal nach nicht viel klingen mag, so haben wir den Reifen doch sehr ausführlich und sportlich auf der CBR 600 RR auf der Landstraße getestet und für euch herausgefunden, ob sich der Umstieg vom S22 auf den S23 lohnt. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Reifengrip des Buttlucks S23 und wir haben den Reifen bei 15 Grad und eher kühl nassen Bedingungen ebenso getestet wie bei 26 Grad und Sonnenschein, und wir müssen sagen, dass der S23 in keinem Fall irgendwo oder irgendwann Grip vermissen lassen hat. An ganz kühlen Tagen braucht er eine kurze Aufwärmzeit. Er fährt sich aus unserer Sicht am Anfang ein bisschen sperrig, das legt sich dann aber nach einigen Kilometern und dann gibt er auch sein volles Potenzial frei. Auf der Honda CBR 600 RR PC37, die ja überhaupt keine Fahrassistenzsysteme wie Traktionskontrolle oder ABS hat, konnten wir den S23 im Straßeneinsatz, auch im sportlichen Straßeneinsatz und mit einem ziemlich runden und vernünftigen Fahrstil nicht zum Rutschen bringen, und von daher kann man wirklich sagen, das Gripniveau des S23 ist auf einem hohen Level und wird extrem vielen Sportmotorrädern auch gerecht. Die Transparenz und das Feedback sind ebenfalls sehr vorbildlich. Gerade am Vorderrad haben wir hier nichts vermisst. Der Reifen kündigt einen immer an, was er macht. Er fühlt sich sehr präzise an und schafft einfach viel Vertrauen. Gerade auch beim Bremsen konnten wir jetzt, auch beim Reinbremsen in Kurven, konnten wir jetzt keine großen Fehler beim Grip erkennen. Also hier war auch immer Grip da und der Reifen hat in keinem Fall gerutscht oder versagt. Auch wenn die Straße dann nass wird, haben wir den S23 einmal ausführlich getestet und hier muss man sagen, dass der Reifen wirklich einer der besten Sportreifen ist auf dem Markt im Hinblick auf den Nassgrip. So kann man wirklich wunderbar sportlich weiterfahren im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, ohne sich irgendwelche Sorgen über den Grip oder rutschende Reifen machen zu müssen. Hier liefert der S23 wie gewohnt perfekt ab. Ob er sich jetzt wirklich 8% im Hinblick auf den Nassgrip zum S22 verbessert hat, konnten wir jetzt auf der Straße nicht herausfahren. Um ehrlich zu sein, können wir es nicht bestätigen, aber auch nicht sagen, das stimmt nicht. Wir würden das einfach mal jetzt so akzeptieren, was Bridgestone da vorgibt, und auch Nässe ist auf jeden Fall sein Metier. Und in diesem Bereich gehört er definitiv zu den besten Hypersportreifen im Segment, was aber auch schon beim S22 so war. Der S23 war übrigens auch auf der Rennstrecke bei einem unserer Kollegen im Einsatz
und hier wurde er bei nasser und abtrocknender Fahrbahn gefahren und anscheinend soll hier die Verbesserung zum S22 wirklich eklatant groß sein. So soll der Reifen deutlich mehr Feedback und Grip liefern und auch länger auf einem hohen Niveau eine Performance liefern im Vergleich zum S22, was den Reifen eben dann auch im Trackday oder Rennstreckeneinsatz unter suboptimalen oder widrigen Wetterbedingungen sehr, sehr interessant machen kann und auch im Trockenen, im Einsteigerbereich auf der Rennstrecke 90% der Einstiegsfahrer zufriedenstellen wird. So würden wir sagen, dass der S23 ein Reifen ist, der sportlich auf der Landstraße bewegt werden kann, aber auch von absoluten Neulingen auf der Rennstrecke zum ersten Trackday mitgenommen werden kann. Auf der anderen Seite dann aber auch von erfahrenen Fahrern bei nasser Strecke, bei abtrocknender Strecke oder bei sehr, sehr kühlen, suboptimalen Rennstreckenbedingungen gut auch schnell auf dem Track bewegt werden kann. Was die Bremseigenschaften angeht, haben wir den Buttlugs S23 unterschiedlich erlebt. So bietet er zwar einen sehr, sehr guten Bremsgrip, liegt satt, bietet viel Transparenz und ein gutes Feeling. Auch am Hinterrad ist das der Fall. Hier liegt der Bremsgrip ebenfalls sehr hoch. Was uns dann aber weniger gefallen hat, war das Hineinbremsen in den Radio. So empfanden wir zumindest auf der CBR 600RR, dass der Reifen erst etwas störrisch, stabil in den Radius geht auf der Bremse und dann beim Loslassen des Bremshebels leicht in die Kurve hineinkippt. Dieses Fahrverhalten benötigt schon etwas Gewöhnungszeit. Danach geht es aber auch in Ordnung. Man gewöhnt sich dran und kann sich darauf einstellen und den Reifen dann schon sehr sportlich bewegen. Er ist aber auf der Bremse nicht absolut neutral, wie wir auf der CBR empfunden haben. Im Hinblick auf den Fahrkomfort kann der S23 wirklich überzeugen. Er bietet eine solide Eigendämpfung, wahrscheinlich nicht die beste in der Klasse, aber eine durchaus sehr gute Eigendämpfung und kann auch auf extrem schlechten Asphalt und holprigen Straßen ziemlich komfortabel weitergefahren werden. Für einen Hypersportreifen dieser Güte ist der Fahrkomfort wirklich exzellent und sogar durchaus tourentauglich. Der Reifenverschleiß des Buttlugs S23 ist ebenfalls sehr vorbildlich, so verhält sich der Reifen sehr, sehr unauffällig, auch nach 250 Kilometern sehr sportlicher Kurvenfahrt auf der reinen Landstraße mit schlechtem oder rauem Asphalt kann dem S23 nicht viel anhaben. Auch hier sah er noch sehr gut aus, der Reifen reißt nicht auf und liefert ein schönes Reifenbild. Generell sieht man dann auch an den Flanken, wo die anderen Mischungszonen vorzufinden sind, ein homogenes Fischschuppenmuster, was ja für eine optimale Verzahnung mit dem Asphalt spricht. Aber prinzipiell ist der Verschleiß sehr unauffällig und lässt auf eine gute Haltbarkeit vermuten. Im Hinblick auf die Laufleistung wollen wir hier nicht direkt eingehen. Dafür gibt es auf bikereifen24.de unsere Hitliste im Magazin, wo ihr immer die aktuellen Laufleistungen nachlesen könnt. Aber prinzipiell haben wir es so empfunden, dass sich der S23 ungefähr im Verhältnis 1:1, also Vorderrad und Hinterrad, gleich abnutzen. Ungefähr 3.000 bis 5.000 oder 6.000 Kilometer sollten möglich sein. Die aktuellen Werte reichen wir dann aber nach Ende unseres Tests auf bikereifen24.de nach. Die Fahr- und Kurvenstabilität ist die größte Stärke des Buttlugs S23. Der Reifen liegt extrem satt, vor allem schnelle und langgezogene Kurven mag er. Auch in tiefer Schräglage und bei hohen Geschwindigkeiten überzeugt der Bridgestone S23 mit einer exzellenten Zielführung
und viel Vertrauen. Generell sind auch Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der Autobahn seine Paradedisziplin. Er ist sehr, sehr spurstabil, neigt auch nicht zum Lenkerflattern oder was auch immer. Generell ist der S23 also ein sehr satt und stabil liegender Reifen, gerade im Hochgeschwindigkeitsbereich, der aber auch jederzeit Korrekturen ohne Nervosität zulässt. Gerade diese Stabilität war ein großes Highlight in unserem Buttlugs S23 Test und wir würden sagen, dass Leute, die gerne präzise, satt und schnell langgezogene Kurven oder Autobahnkurven fahren, den Reifen einfach lieben werden. Im Hinblick auf Agilität und Einlenkverhalten ist der S23 dann aber etwas störrischer, in Anführungszeichen. Er ist keinesfalls ein hyperagiler Reifen. Hier bleibt sich Bridgestone der Auslegung oder der Grundphilosophie treu, eher auf der stabileren Seite angesiedelt zu sein. Zwar fährt sich der Reifen gut über das Vorderrad, lässt sich auch satt einlenken, folgt der Linie ziemlich treu, aber wir finden schon, dass der Reifen etwas mit Nachdruck geführt werden muss. Gerade schnelle Wechselkurven sind so eine Sache, da muss man schon richtig mit dem Körper umwuchten und etwas Kraft aufbringen, um den S23 halt schnell zu fahren bzw. schnelle Richtungswechsel zu realisieren. Wer einen wirklich hyperagilen Reifen sucht, der wird wahrscheinlich mit dem S23 nicht ganz zufrieden sein. Wer aber diese agile Stabilität schätzt und auch etwas Kraft in seinem Fahrstil einbringen möchte oder einen Fahrstil pflegt, der eben mit Hang-Off und viel Körpereinsatz zu tun hat, der wird den Bridgestone S23 wahrscheinlich richtig gut finden. Leute, die aber wollen, dass der Reifen quasi selbst in die Kurve fällt, immer super handlich und agil über die Wechselkurven fährt, die sollten vielleicht doch zu anderen Produkten wechseln. Das Aufstellmoment ist so eine Sache, die hat uns leider jetzt beim S23 spezifisch auf der Honda CBR 600RR im Straßeneinsatz überhaupt nicht gefallen. So hat der Reifen in unserem Test ein deutliches Aufstellverhalten gezeigt, vor allem beim Bremsen in Schräglage zieht es den Reifen erst irgendwie ganz seltsam so in Richtung Kurvenäußeres, bevor er sich dann aufstellt und der Aufstellimpuls kommt. Auch das Hineinbremsen in den Radius führt halt zu einem Abkippen und somit ist der Reifen in Schräglage nicht vollkommen neutral zu fahren. Man kann sich daran gewöhnen. Uns hat jetzt dieser Punkt aber irgendwie überhaupt nicht gefallen, da wir es sehr schätzen, wenn ein Reifen absolut neutral zu fahren ist. Im Hinblick auf den Luftdruck haben wir da ein wenig experimentiert. Prinzipiell sind wir mal erst mit den Herstellervorgaben gefahren, das hat schon ziemlich gut funktioniert. Später haben wir den Luftdruck am Hinterrad dann auf ungefähr 2,5 bis 2,7 abgesenkt. Das war dann noch ein bisschen besser, man spürt dann auch, dass mehr Temperatur in den Reifen kommt, er noch besser funktioniert. An der Vorderachse müssen wir sagen, haben wir eigentlich mit 2,4 auf der CBR 600RR einen ziemlich guten Wert getroffen, dass er ein schönes Fahrverhalten gezeigt hat und hier haben wir dann auch keinen Bedarf gehabt, weiter zu experimentieren. Kommen wir einmal zum Fazit unseres Bridgestone Buttlugs S23 Tests. Und zwar ist der Reifen für uns nach wie vor einer der besten Hypersportreifen auf dem Markt. Auch mit der neuen Evolutionsstufe, dem S23, kann der Buttlugs vollkommen überzeugen. Vor allem Leute, die einen Hypersportreifen suchen, der sehr stabil und präzise zu fahren ist, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten und langgezogenen Kurven, die werden den Buttlugs S23 lieben. In unserem Test konnte er unter vielen Gesichtspunkten wieder überzeugen. Lediglich das Aufstellverhalten fanden wir tatsächlich ziemlich störend. Ansonsten kann man wirklich sagen, der Reifen ist nach wie vor ein exzellenter Allrounder, die eierlegende Wollmilchsau, die Nässe kann, die
die Sportlichkeit kann, die sogar Touring kann und dabei noch ein bisschen hält. Von daher empfehlen wir den Reifen auch wirklich einem sehr, sehr breiten Feld an Fahrern. Das kann vom Sportfahrer gehen, das kann zum Alltagsfahrer gehen, das kann zum Tourenfahrer gehen, bis hin auch zu Leuten, die im Einstiegsbereich sich mal auf der Rennstrecke probieren möchten oder auf Achse dorthin fahren wollen. Wer aktuell den Buttlugs S22 fährt, der kann das Upgrade auf jeden Fall wagen. Wir würden den Reifen aber auch keinesfalls vorzeitig runter machen und gegen den S23 austauschen. Dafür sind die Unterschiede aus unserer Sicht einfach zu gering. Fahrt den alten S22 runter, holt euch danach den S23. Preislich schenken sich die beiden Modelle nicht viel. Von daher kann man sagen, ist ein würdiges Upgrade, ist ein würdiger Nachfolger und macht einiges noch besser wie zuvor und wird eingefleischte S22-Fans auf jeden Fall zufriedenstellen. Wir hoffen, dass euch unser Buttlugs S23-Test gefallen hat und wir ein wenig weiterhelfen konnten bei der Kaufentscheidung. Wir haben den Bridgestone Buttlugs S23 natürlich in allen Größen bei uns im Shop verfügbar. Wir wünschen euch jetzt eine gute Fahrt und viel Spaß in der kommenden Motorradsaison.